Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn sich von einem Moment auf den anderen alles verändert. Wenn sich in manchen Augenblicken eine Tür unerwartet schließt und du in anderen bewusst selbst eine neue Tür öffnest. Für mich fühlte es sich ein wenig an wie beim Umzug von Österreich nach China. 2-mal innerhalb eines Jahres umzuziehen ist nicht leicht, vor allem dann nicht, wenn man realisieren muss, dass etwas nicht den eigenen Erwartungen entspricht. Und trotzdem habe ich mich nicht von dem Widerstand leiten lassen, sondern vor Stimmigkeit. Auch wenn sie nicht immer so verlaufen sind, wie ich es mir erhofft hatte. Heute kann ich sagen, das ist okay, ich bin daran gewachsen. Wir sind nach Shenzhen gezogen, eine Stadt, über die wir eher zufällig während unserer Reisen gestolpert sind. Und doch eine Stadt, die mich nach längerer Zeit wieder aufatmen ließ. Zhengzhou war die erste Stadt, die ich 2023 in China erleben durfte. Deshalb haben wir sie als unseren ersten Wohnort gewählt, die Heimat meines Freundes. Wir kamen Anfang Sommer an, zu keiner idealen Zeit. Unsere Wohnung war schlecht isoliert. Zu heiß im Sommer, zu kalt im Winter. Die Luft war zwar im Sommer angenehm, doch wir wussten, dass sie sich im Winter stark verschlechtern würde. Was mir außerdem fehlte, war Natur. Dieses Gefühl von Frische und Weite, wie man es eher im Süden findet. Oft trug ich ein unterschwelliges Unwohlsein in mir. Nicht wegen der Menschen. Mit ihnen habe ich fast ausschließlich positive Erfahrungen gemacht, sondern weil es dort nicht viele Menschen wie mich gibt. Vielleicht kennst du das, wenn man plötzlich auffällt, obwohl man es nicht möchte. Für mich, eine Person, die früher eher in Menschenmengen untergegangen ist und nicht gerne im Rampenlicht steht, war das eine neue Erfahrung. Eine, die Unsicherheiten und innere Ruhe ausgelöst hat. Nach einigen Reisen entdeckten wir Shenzhen und merkten schnell, wie viel besser uns diese Stadt tun würde. Eine Stadt mit mehr Diversität, mehr Offenheit, mehr Raum. Spontan entschieden wir uns, hierher zu ziehen. Innerhalb von 3 Tagen, nach vielen Wohnungsbesichtigungen, fanden wir schließlich eine Wohnung, die sich richtig anfühlte. Mehr Sonnenlicht, eine angenehmere Wohnanlage, ein Umfeld, das Ruhe ausstrahlt. Die Wohnung, für die wir uns entschieden haben, brachte uns beide eine spürbare innere Ruhe. Keine sterile Kühle mehr. Nicht nur weiße Wände, weiße Böden, weiße Türen. Stattdessen warme Beige-Töne, Holzoptik, Atmosphäre. Zum ersten Mal fühlte es sich an wie ein Zuhause. Ein Ort, der keine innere Unruhe erzeugt, sondern Ruhe schenkt. Ein Ort, an dem man sich aufladen kann, statt Energie zu verlieren. Vielleicht bedeutet Ankommen nicht, den perfekten Ort zu finden, sondern einen Ort, an dem man sich selbst wieder spürt. Damit hat sich innerhalb eines Jahres ein zweites Kapitel geschlossen und ein neues hat begonnen.